Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alrighty then, Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Wir gucken heute mal auf EU5 ganz grob noch rein zum Start, weil meine Stadtwache ist jetzt gleich in 7 Sekunden abgelaufen. Und wollen aber vorher nochmal kurz sprechen über die Wäsche, die hier gerade im Hintergrund steht. Nein, über die über die Expeditionen, die in die neue Closed Beta kommen. Da gibt es ein paar coole Infos. Und zwar sieht das wie folgt aus. Und zwar startet die Expedition jetzt zumindest. Ich glaube, hier oben steht es nochmal. Nee, jetzt nicht. Das steht aber am Post-it. Closed Beta. Also 26. Juli bis 16. August. Die geht also 21 Tage. 16 Uhr wird die Beta starten. Und die ersten 3 Tage werden Server-Start-Events sein. Man wird mit Level 1 anfangen und es gibt wohl alle Server-Starts-Events. Dann wird es so sein, dass irgendwann Upgrades kommen. Erhöht sich das Level um 250 Level und 98% SA-Sammelalbum. Bei jeder Level-Anpassung. Das heißt, nach den ersten Server-Start-Event-Wochenende vermute ich, wird es eine Anpassung des Levels geben. Und dann sind wir in den Expeditionen dann am Level 250 bis 300 oder was auch immer. Und das wird schon mal sehr interessant sein, denn wir haben ja beim ersten Test der Expedition, wo ich sehr positiv über die Expedition geredet habe, gesagt, man hat die Vermutung, das hat noch nicht so einen hohen Worth. Ja, also, dass sich das nicht lohnt im Vergleich zu der normalen Alu. Und das wird sehr interessant sein, wie sich das dann verhält. Und zwar um 250 Level. Und wenn es dann nochmal eine Anpassung gibt, bei 21 Tagen Spiellänge, 250 Level, könnte man denken, naja, da ist noch Spielraum für noch eine Anpassung und vielleicht sogar noch eine Anpassung. Also so ein Charakter um 500 bis 600. Mit Expedition wäre sicherlich auch sehr interessant, vor allen Dingen, weil wir ja dort schon deutlich über dem XP-Cap sind. Ja, also da bin ich sehr gespannt drauf in der Closed Beta. Es gibt insgesamt, habe ich gelesen, 1000 Plätze, also das Doppelte als zuletzt. Ich wünsche euch natürlich allen, dass ihr da es schafft reinzukommen. Ich denke, es könnte sich lohnen. Man startet im Übrigen mit 40.000 Pilzen, 1000 Gold, 100.000 Holz, 50.000 Steine und 50.000 Sandtouren. Also ist genug Potenzial, um die Festung erstmal ein bisschen hoch zu grinden. Und warum also was halt auch sehr ein geiler Anreiz ist diejenigen, die jetzt 21 Tage die Beta schön grinden wollen, können, wie auch immer, mit einer begrenzten Pilzanzahl, von der ihr nichts kaufen müsst. Also das ist eigentlich wie so ein Event-Server. Kann man 5000 Pilze gewinnen, wenn man dann der Erste der Ehrenhalle ist. Am Ende der Beta. Platz 2 und Platz 3 gewinnen auch nochmal einige Pilze. Also das ist schon ein geiler Ansatz, deshalb, ich weiß, es gibt Spieler unter euch, die haben viel Zeit. Ich werde sicherlich auch bei der Beta reinschauen, aber ich denke nicht, dass ich so grinden kann. Das schaffe ich nicht. Aber das freue ich mich für wen, der das schafft. Und ja, im Changelog stehen auch nochmal ein paar gute Sachen dabei. Zum Beispiel Feature-Freischaltungen werden jetzt in den Expeditionen ausgegeben und in der Endwertung angezeigt, mit Ausnahme der Pet-Eier. Das war auch so ein Thema, wo Fragen offen waren, wie das denn damit läuft. Wird direkt angezeigt und Feature-Freischaltungen, die über das Erreichen einer Stufe automatisch freigeschaltet werden, zum Beispiel Schlüssel des ersten werden jetzt gefiltert und nicht mehr in der Endwertung angezeigt. Okay. Ist das Pet Nest? Okay, ja, das kriegt man nicht durch ein Level, das muss man ja durch eine Alu erst erspielen, genauso wie Spiegelschirm. Also da ist es ganz klar differenziert. Und Ausnahme der Pet-Eier, also wie es mit den Pet-Eiern dann läuft, bin ich auch gespannt. Es gibt neues Layout, neue Animation. Das ist nie verkehrt. Es gibt ein Rebalancing. Begegnungen, die mit dem gewählten Auftrag zusammenhängen, tauchen jetzt häufiger auf, damit man den Auftrag zuverlässiger abschließen kann. Okay, es wird also tendenziell nicht schwerer. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es überhaupt zu schwer ist, aber da müssen wir auch mal weiter gucken. Es gibt ja noch mehr Gebiete, also die man freischalten kann, noch nicht in der Beta wahrscheinlich, aber es ist ja angedacht. Es gab hier noch einen Punkt, den ich eigentlich ganz interessant fand. Oder habe ich das schon wieder
überspringen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt gilt, dass alles neu ist im Real. Diese 3 Freischaltungen von Begegnungszyklen über die Abenteuerlust. Maximal 2 gleiche Begegnungen können auf einer Lichtung angetroffen werden. Kopfgelder können jetzt ab der ersten Expedition angetroffen werden. Also wenn das, ich weiß nicht, warum das hier hell ist, ob das vorher auch schon ging, das ist schon wieder viel zu lange her. Aber wir können sagen, die Events, ja, die Expeditionsevents werden definitiv besser getestet werden können auf Nieren. Man muss auf jeden Fall schauen, egal in welchem Levelbereich, kriegt man durch so eine Expedition im Verhältnis für, wir haben ja gesehen, 12 oder 25 Alu, was so das Maximum war, verhältnismäßig genauso viele XP oder auch Gold, wie man das mit normaler Abenteuerlust bekommt. Wie sieht es mit Pet-Eiern zum Beispiel aus? Pet-Eier. Pet-Früchte. Stimmt, ich meinte die Pet-Früchte. Und dergleichen so fort. Ich hoffe, wir können viele dieser Fragen erklären und da habe ich auf jeden Fall Bock. Ja, und Bock habe ich natürlich auch auf EU5. Es ist, wie gesagt, jetzt hier ein neuer Tag. Wir können uns erstmal Seelen holen. 22.000 Seelen, das ist nicht verkehrt. Hier ist natürlich die Hoffnung, dass dass wir vom Level im Elevator stark genug sind, um einige Seelen zu erhalten. Ich habe mich jetzt im Heart of Darkness fokussiert, würde jetzt nochmal Soul Extractor, sobald ich kann, hochziehen, aber das dauert halt auch noch ein bisschen. Also da wird es wahrscheinlich im Elevator auch schon losgehen. Ich kann das noch nicht so richtig einschätzen. Klar, die habe ich erstmal zurückgehalten, würde ich dann nachziehen, hat halt nicht die ganz hohe Priorität. Goldpit baue ich trotzdem aus, weil es nicht so viele Seelen kostet. Ja, kann man also so machen, muss man nicht. Und ja, kann man eben so machen, muss man nicht, aber ich finde, es ist noch relativ gut worth. So, wir haben die Bonus-Thirst, die hole ich mir erstmal gleich ab. Wobei man natürlich sagen kann, es bringt etwas zu sammeln, aber ich klicke da eh drauf. Im Moment habe ich festgestellt, deshalb muss ich mich da erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Denn die XP und Goldboni werden ja stärker mit Level. Also ich werde mich jetzt versuchen, die Tage mal daran zu gewöhnen. Wir haben endlich Ringe für den Kessel. Sehr nice. Das hat sich also gelohnt. Auch wenn ich nicht so viele Items aufbewahre, wie man es machen könnte. Ne? Ich habe ja auch im Prinzip in der Festung die Treasury im Moment noch nicht so im Fokus. Im Moment ist Fokus ganz klar Hall of Night 15. Ich habe jetzt hier 6 Millionen Holz, 2 Millionen Steine. Für Hall of Night 12 bis 15 brauche ich aber 20 Millionen Holz und ich weiß gar nicht, zwischen 4 und 6 Millionen Steine, an die 6 Millionen Steine. Und das ist echt viel krass. Klar, wir haben dann Event und man kann auch doppelt so viel farmen. Ich halte mich jetzt auch deshalb immer im Festungsbereich 55 ungefähr, damit ich eben die dicken Leute hier auch immer kriege und hoffe, dass die mich auch zurückangreifen. Genau, Leo Lause war zum Beispiel. Epic gehört jetzt nicht dazu. Knüppel Knut, die gehört dazu. Der hat aber die Arena genommen. Oh, das ist so ein Bad Plug and Play. Die sind auch richtig stark in der Festung. Ich denke mal, es sind Festungsangriffe. Wen haben wir denn hier drin? Rico, wer ist denn Rico? Nee, Rico ist nicht dick. Rico ist nicht dick. Der ist noch okay. Ja, nee, anscheinend. Viele Gegenangriffe habe ich nicht bekommen. Das heißt, ich gehe viel über die Random-Geschichten. Und das sind natürlich dann nur die kleinen Fische, die geben nicht viel. 56. bin ich sogar. Ich müsste eigentlich 55. sein. Hallo, was soll das? Weil das hier oben, ja, Nero, Soul King, ja, The Rock, Grabsal, Strandkorb, Morpheus, die geben alle mega viel. Der gibt auch nicht schlecht hier, Aber da, also, so einen zu finden, das ist Gold wert, ja. Also ich habe natürlich noch ein paar gespeicherte Gegenangriffe, die ich eben dann nehme, um in der Rotation vielleicht wieder einen normalen Spieler zu finden. Und gleichzeitig muss ich aber die Angriffe machen, damit ich eben in der Ehrenhalle weit vorne bleibe. Okay, Knight mit 4000 nehme ich dann auch mal mit. Ja, den nehme ich dann schon wieder nicht mit. Kugi, wie sieht's aus? Ja, naja, das ist jetzt auch. Der war mal wertvoller, aber der zieht halt nicht so nach, ganz klar. Machen ja natürlich viele nicht, ist auch nicht schlimm. Hier Möwe-Karten, ja, der gehört auch dazu. Das ist schon so ein leckerer Bursche hier, ne? 35.000. Bei 20 Angriffen wären das 600.000 Holz, wenn ich den jedes Mal angreifen würde mit voller Montur. Also dann bin ich aber, da brauche ich 2 Sessions am Tag für 1,2 Millionen.
und könnte mehr Sessions machen. Also da käme ich in die Richtung, die ich müsste, um schnell die 20 Millionen Holz zu kriegen. Ne? Aber das ist natürlich dann immer nur ein vereinzelter Fall. Wo das klappt, bei dem mir klappt das zum Beispiel nicht. Und dann HVB, den habe ich auch öfter jetzt mal angegriffen, hat mich auch wegen Festungspartnerschaft gefragt, aber ja, ich sage, brauche ich jetzt halt nicht. Also mein eigener Festungspartner, der meldet sich jetzt auch nicht mehr so viel. Der gibt mir natürlich auch 10.000 Holz pro Angriff. Das ist okay. Der will auch nachziehen jetzt demnächst. Dann ist er nochmal ein bisschen wertvoller für mich. Aber die Angriffe gehen ja nicht verloren. Ja. Das ist natürlich, ja, klar. Wenn man hoch in der Festung ist, hat man dann nochmal sowas dabei. Dann nehmen wir den noch. Also ich komme auch so ganz gut über die Runden. Lefty, ja, gibt immerhin auch 23.000 Holz. Ich hätte jetzt nochmal gerne so einen ganz, ganz fetten, ja, so zum Zeigen. Ja, muss vielleicht nochmal ein bisschen Gold in die Hand nehmen. Das ist eigentlich nicht so nice. Will man immer vermeiden, wenn es geht. Aber was soll man machen? Ja, ich muss mir halt auch ein paar Angriffe aufbewahren. Das ist so das Gegenpart. Paulus 3.000 Holz. Elias 7.000 Holz. Gardine. Das ist viel Holz, aber das ist dann auch nicht worth mit dieser Verteidigung. Dann kommt nochmal der Flex. Knüppel, Knuti, da ist er. Ja, der könnte mich ruhig mal gegen attacken. Lefty. Ja, wenn die dann so hintereinander kommen, ist auch mal geil. Jetzt nochmal so ein Grafzahl oder so dazu. Das Morpheus, die geben so viel Holz. Die geben, glaube ich, bis zu 300.000 Holz, glaube ich, gibt einer. Komm, den suchen wir jetzt noch. Eis. Oh, da ist nur auch 30 Tonnen. Den habe ich nicht so auf dem Schirm, aber gut, der ist auch fast nicht mehr in meiner Range. Also ist schon okay, es steigt, das ist alles kein Problem. Aber es ist noch nicht ausreichend. Und da ich natürlich pro Angriff weniger Holz und Steine gewinnen würde, wenn ich die Festung jetzt noch auf 15 skippe, spare ich mir das gerade noch. Wobei ich natürlich bei den Ressourcen hier in diesen Bereichen da jetzt schlechter komme. Ne? Also alles, was ich hier an Steine und Holz generiere, würde mehr sein, wenn ich mit Festung 15 rangehe. Aber das mache ich dann wirklich erst am Freitag. Am Freitag wird geskippt und dann hoffe ich einfach wirklich auf das Glücksrad natürlich trotzdem auch und auf alle anderen Sachen. Auf die Quests und auf die vielen Angriffe, doppelt so viel, die ja möglich sind, um die Ressourcen zu kriegen, die ich brauche. Ich werde sowieso dann, mein Lager wird voller werden. Ich werde auf 15 Millionen gehen, aber ich werde trotzdem tatsächlich vielleicht nicht in einem Rutsch 12 auf 15 schaffen, sondern erstmal 12 auf 14, um dann wieder Lagerplatz zu generieren, weil wenn das Lager voll ist hier, kann ich natürlich hier nichts mehr abbauen. Das ist auch noch so ein Thema. Ne? Also auch nicht so geil. Ist ja während des Festungsevents auch verdoppelt. Also auch diese Einnahmen werde ich definitiv brauchen. So ist mein Planstand jetzt in der Festung hier auf jeden Fall. Habe ich noch einen Angriff? Und wir haben jetzt einen Soldaten noch. Let's go. So ein Kraftzahl. Also das ist jetzt nicht sehr sinnvoll, ja, das Gold hier zu investieren. Kenzie ist schon gar nicht so übel, aber okay, eine Haniro muss ich nehmen. Also ab 25.000 aufwärts muss ich nehmen, ja, wenn ich schon so viel Gold ausgebe. Habe ich jetzt nur fürs Video gemacht, leider natürlich nicht die fettesten Fische bekommen, aber schon fette Fische. Und damit ist die Festung auch erstmal auf Stand. Ja, in der Festung muss ich luren. Da habe ich jetzt jemanden neuen gefunden. Da weiß ich aber nicht, ob ich stark genug bin, ganz ehrlich. Mit dem jetzigen Keeper, wie ich ihn habe. Das 2. Bin geneigt, den halt echt nochmal abzugraden. Also schauen wir mal. Das wäre schon ganz nice, wenn wir den aber bekommen. Der bringt deutlich mehr hier in den Einnahmen. Ich hoffe, wir gewinnen. Okay, das sah ganz gut aus, aber es ist halt ein Dämonenjäger. Okay. Sieht wohl so aus, als wenn ich ein bisschen zu OP rangegangen bin. Habe ich vielleicht zu viele Seelen jetzt hier ein bisschen rausgeömmelt, aber die Unterwelt hat für mich jetzt nicht die höchste Priorität. Bei meiner Arena-Manager läuft es jetzt auch besser, klar. Ich bin nur bei 1,72 Millionen. Das kann besser laufen, aber ich habe schon einen Toiletten-Speed bekommen. Jetzt hoffe ich auf den Gold-Boost und dann kann ich eigentlich immer alles ausbauen und hoffe auf alle, sag ich mal, Boosts. Und wenn ein Skip dabei ist, nehme ich halt den Skip mit. Der Anfang war da sehr spärlich. Jetzt bin ich da eigentlich ganz gut geregelt, krieg's auch ganz gut hin mit dem
Händler. Also der Händler wird um 4 Uhr aktiv sein. Ich stelle mir keinen Wecker für 4 Uhr. Nein, ich denke nur dann dran, um 6 oder um 7, wenn ich am Handy bin, dann halt gleich auch alles zu machen und den Händler dann nicht auslaufen zu lassen. Ne? Das ist halt eher die Gefahr. Und ja, läuft auf jeden Fall auch. Guck mal jetzt nochmal in die Pets rein. Bei den Pets ist echt so, also von den Pets, die ich finden kann, läuft es sehr gut bei Licht. Da habe ich am meisten drauf geachtet. Da habe leider am Montag vergessen oder es nicht geschafft. Ich hatte so viel zu tun auf Arbeit, dass ich tagsüber Kokofeu und auch Walrupin nicht finden konnte. Aber ja, ist jetzt so. Heute ist Mittwoch, heute ist Aquafant dran. Haben wir noch einen? Aquafant. Nee, bei Licht nicht. Nee, es ist nur Aquafant heute tagsüber. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Wir machen natürlich keine Habitate. Das halten wir uns dann für das Event vor am Wochenende. Und ja, man kann aber mal schauen. Also ich bin dadurch jetzt auch ziemlich weit unten in der Pet-Reihenfolge. Da kriege ich auch mal leichtere Gegner. Das ist natürlich nicht schlecht. Jetzt muss ich mal schauen. Der ist natürlich zu schwach. Also den besiege ich mit jedem. Aber mit wem greife ich den an? Ja. Also ich bin immer geneigt, mit dem schwächsten Pet anzugreifen. Und das wäre eigentlich im Moment Erde. Weil mit Wasser kann ich noch höher leveln kommen. Klar, ich habe hier ein Pet weniger. Natürlich auch so ein Ding. Aber na, dafür ist hier der Geschick. Aber ich kann hier nur auf 56 kommen. Und hier kann ich halt auf 58 kommen. Also ich gehe jetzt tendenziell nach Level. Den Fight gewinne ich so oder so. Aber ist halt die Frage mal, was man verpufft. Das ist jetzt gleich stark. Deshalb nehmen wir es mit. Ja, der Gegner ist jetzt schon stärker. Kimari, 6 Pets. 6 Pets, wenn er jetzt nicht auf, klar, ich müsste eigentlich auch 6 Pets haben. Ich denke also nicht, dass er Oktopus hat. Und wenn ich dann davon ausgehe, ist er bei 69, 68, 67, 66, 65, bei Level 64 mit Okodil. Mit Level 64 Okodil wird es für mich schon wieder schwer, den jetzt zu schlagen, tatsächlich. Ich könnte ihn mit Schatten schlagen. Oder ich sage, ich lasse den Angriff verpuffen, weil ich ja nicht weiß, was noch vorher kommt. Ja. Das ist so ein Ding. Ja, und das ist so ein Ding. Kimari steht in der... Der steht halt nicht weit über mir. Ne? Das ist schon hart leider, dass ich solche Fights müsste ich eigentlich gewinnen. Das war mein Anspruch gewesen. Es läuft nicht so optimal. Und wenn dann natürlich wieder leichtere Gegner kommen, ärgere ich mich, wenn ich jetzt was verpufft habe und nicht den stärkeren genommen habe. Das ist so ein bisschen das Ding. Bei Licht habe ich 8 Pets, also das ist halt auch nicht schlecht, 8 Pets zu haben. Das gibt einen ordentlichen Bonus, aber reicht das? Aber hier kann ich auch noch Früchte finden. Also ich bin dann auch geneigt, die Pet-Fights dann erst nach dem Tag zu machen, wenn ich jetzt das Pet bekommen habe. Oder ich sag mal, ich brauche nur ein Pet am Tag. Ich könnte jetzt versuchen, ein bisschen Abenteuerlust zu spielen. Das werde ich vielleicht auch machen, um noch die ein oder andere Frucht mitzubekommen und vielleicht stärker in die Pet-Fights reinzugehen. Aber ich muss auch sagen, ich habe nicht so viele Früchte gefunden. Also am letzten Tag also gestern lief Feuer und Erde ganz gut. Aber Licht, Schatten und Wasser hatte ich halt gar nicht gefunden. Ja, also so gefühlt. Ein Schattenfrucht, glaube ich. Und ja, es könnte besser laufen. Aber das ist der Stand. Habe ich jetzt noch was vergessen? Nee, es ist auf jeden Fall klar, Helleweter wird hier priorisiert. Ja, gut, was ich noch sagen kann zu EO5, sind ja mehr Leute jetzt auch bei uns auf Hollow Knight 15 schon vorgestiegen. Also echt krass. Und ich habe jetzt auch meinen ersten schwarzen Stein schon gefunden. Den habe ich aber nicht in die Waffe gelegt, weil der eben nicht groß war. Und das behalte ich mir dann vor. Kann auch mal schauen, ob ich jetzt in den Runen mich nochmal verbessern kann oder nach dem Händler mich verbessern kann. Das ist tendenziell denkbar. Die Resistenz will ich noch nicht mitnehmen. XP habe ich wahrscheinlich noch einer Runen. Hitpoints sind auch 2er. Eigentlich glaube ich, habe keinen. Ja, die nehme ich mal mit hier, die Tränke gleich. Die kann man ruhig ein bisschen stacken. Die werden ja später eh nur noch teurer. Das ist jetzt mit Abstand die erste Gold-Rune, die ich 105% kann ich haben. Nehme ich jetzt in der Form definitiv mal mit. Und nehme mir hier die swappe die Rune mal hier zurück. Leider nicht gleich der richtige Sockel gewesen. Das kann man auf jeden Fall machen. Ich habe jetzt halt einen 5er gefunden.
ein bisschen mehr Gold für die Abenteuer dann ist am Start. Und ja, das wäre es dann zu E5 auf jeden Fall an der Stelle. Ich muss theoretisch noch versuchen, 250 auch zeitnah zu kommen. Also vielleicht über irgendeinen Dungeon. Oh nein. Oh nein, ich habe mich verklickt. Ach, ist das ärgerlich. Oh mein Gott. Miese Prise. Ja, in der Schattenwelt kann ich XP machen. In der Lichtwelt, glaube ich, ist es im Moment noch nicht drin. Durch die ganzen Endgegner. Ja, 250 zu erreichen wäre jetzt auch natürlich sinnvoll wegen dem Bro-Pack, was man bekommt. Da sind ja auch nochmal, glaube ich, 200.000 Seelen drin. Also wenn man die dann bekommt, wäre das mit dem Upgrade Soul Extractor nochmal einfacher vor dem Elevator definitiv. Ich glaube, das war auch mein ursprünglicher Plan. Und dass man dann den Gladiator-Trainer, wie gesagt, nachzieht, das sollte von den wichtigen Pet-Kämpfen auf jeden Fall reichen. Ich habe beim letzten Mal übrigens bei den Pets gesagt, wegen Water mit Unterbiss Okodil. Okodil und Unterbiss ist gar nicht das Thema. Das Thema ist eher ein Unterbiss und Hydrosphere. Das hat eine relativ niedrige Chance, aber den Weg werde ich jetzt einfach gehen müssen und hoffen, dass alles gut wird. Das war's jetzt zu dem Update. Wie gesagt, Daumen sind gedrückt, dass ihr bei der Beta reinkommt zu den Closed Expedition Tests. Und dann würde ich sagen, haut rein, macht euch Tschüss und Servus. Euer